An der Kanalküste. In den Morgenstunden des 19. August unternahmen an der Küste von Dieppe englische, amerikanische, kanadische und de Gaulle-Truppen in Stärke einer Division eine groß angelegte Landung. Bereits in der Nacht war die feindliche Landungsflotte auf leichte deutsche Seestreitkräfte gestoßen und hatte dabei mehrere Einheiten verloren. Die erste Welle der Landungstruppen wurde auf hoher See aus Transportern auf 300 bis 400 Landungsboote übernommen. Geschützt von 13 bis 15 Kreuzern und Zerstörern erreichte sie um 6:05 Uhr die Küste. Hinter dieser ersten Welle stand eine schwimmende Reserve von 6 Transportern und 3 Frachtern. Und weiter nördlich eine Gruppe von 26 Transportern als operative Reserve. Dieses Gros der Landungsstreitkräfte sollte erst nach geglückter Bildung eines Brückenkopfes eingesetzt werden. Besonders starke Jagd- und Kampffliegerverbände sollten die Landung sichern. Trotz dieses riesigen Einsatzes führte der Angriff auf die Küste zu einem katastrophalen Misserfolg. Die gelandeten Truppen wurden im Nahkampf aufgerieben und ins Meer zurückgeworfen. Die Stärke der Feindverbände beweist, dass diese Landung einer der lange geplanten Invasionsversuche der Briten und Amerikaner war. Feuer auf die feindliche Landungsflotte! Einschläge der englischen Schiffsartillerie. Britische Jäger und Kampfflugzeuge greifen den Hafen von Dieppe an. Im Feuer unserer Flakartillerie müssen sie immer wieder abdrehen. Packsicherung in den Straßen von Dieppe. Abschuss! Deutsche Jäger sperren im Zusammenwirken mit der Flakartillerie den feindlichen Kampfflugzeugen und Jägern den Weg. Luftkampf in großer Höhe. Wieder ein Abschuss. Die Infanterie des deutschen Küstenschutzes geht zum Gegenstoß vor. Der Feind ist zurückgeworfen. Allein die im Küstenschutz eingesetzten deutschen Kräfte genügten, um den Briten und Amerikanern eine vernichtende Niederlage zu bereiten. Dieppe nach dem Kampf. Zerschossene Spezialtransporter, von denen aus die Panzer an Land gingen. Die Landeklappen sind heruntergelassen. Sie dienten als Abfahrrampe. Zerstörte britische Schnellboote.
Feind verlor insgesamt 127 Jäger und Bomber. Trotz dieser außerordentlich hohen Verluste behauptet der Daily Express, dass die Luftkämpfe als großer Sieg der Engländer zu werten seien. Die 28 gelandeten Panzer modernster Bauart sind sämtlich vernichtet. Nur einige von ihnen konnten über den Strand bis zu den deutschen Stellungen vordringen. Das blieb von dem britisch-amerikanischen Landungsversuch übrig. Trotzdem wagt der Londoner Rundfunk am 20. August zu melden, der aufsehenerregende Erfolg des konzentrischen Angriffs auf die französische Küste habe auf dem Gesicht Englands ein breites Lächeln der Befriedigung hervorgerufen. Nirgends gelang es den Briten und Amerikanern, in die deutschen Stellungen einzudringen. Das sind die Opfer des Amateurstrategen Churchill, der sich von Stalin zu diesem Abenteuer erpressen lassen musste. Völlig erschöpft und zerschlagen. Das sind die Kanadier, von denen der Londoner Rundfunk sagte, dass sie nach der Schlacht wie erfrischte Riesen ausgesehen hätten. Ein erstes Verhör. Mit Schwimmschuhen ausgerüstete Feindtrupps der ersten Welle. Marsch ins Gefangenenlager. Wie Reuter am 19. August meldete, sollte das Unternehmen Dieppe eine Aufmunterung für die Kampfmoral der in Großbritannien stationierten Truppen sein, die angeblich auf Kampf brennen. Diese Bilder wirken in der Tat sehr aufmunternd, allerdings für den deutschen Soldaten. Bei diesem dilettantenhaften und jeder militärischen Vernunft hohn sprechenden Unternehmen, das allein politischen Zwecken dienen sollte, verlor der Feind neben seinen außerordentlich hohen blutigen Verlusten über 2100 Mann an Gefangenen.
Das Leben in Dieppe zeigte schon wenige Stunden später wieder sein normales Bild. Die deutsche Wacht im Westen sieht allen weiteren Landungsversuchen der Briten und Amerikaner mit der Ruhe und der Kraft einer Wehrmacht entgegen, die in Hunderten von Schlachten den Sieg an ihre Fahnen geheftet hat.